Ja, guten Tag wieder. Wir haben gerade den Komparativ und Superlativ gelernt und machen jetzt weiter mit dem nächsten grammatischen Element. Ich habe gestern Ihnen gesagt, dass Sie den Text zu Aufgabe 7 lesen sollen. Haben Sie das gelesen? Wir lesen das noch einmal jetzt im Unterricht. Das ist auf Seite 32 im Kursbuch, Aufgabe 7. Meine Meinung ist. Die Aufgabe lautet, lesen Sie die Texte, was finden die Personen gut und was nicht, notieren Sie. Wir haben ein Thema, zwei Meinungen. Internet, ist das eine Gefahr? Ist das eine Gefahr? Ja, Gefahr. Die Gefahr. Danger. Etwas ist gefährlich. Etwas ist gefährlich. Something is dangerous. Etwas ist gefährlich, die Gefahr. Ist das Internet eine Gefahr? Ja? Ist das Internet eine Gefahr? Wir haben hier zwei Meinungen, einmal von Steven Ammann, ist 34 Jahre alt, und von Katrin Hofer, sie ist 23. Ja, gut. Wir lesen zunächst mal den Text durch. Wir können über die Vorteile und über die Nachteile von dem Internet später reden, aber dabei beim Lesen machen wir auch die Aufgabe 7b, ja? Die Aufgabe 7b. Das heißt, suchen Sie Sätze mit das in 7a. Also beim Lesen, ich lese das vor und Sie hören, und dabei beim Hören markieren Sie, while listening to the text, markieren Sie das und das Verb. Ja? Wo finden Sie das Wort das mit einem Doppel-S? Und in diesem Satz, wo ist das Verb? Okay, das sind die zwei Sachen, worauf Sie achten müssen beim Hören. Okay, gut. Ein Thema, zwei Meinungen, Internet eine Gefahr. Steven Ammann, 34, sagt, für mich persönlich ist es sehr gut. Für mich persönlich ist es sehr gut, dass es das Internet gibt. Ich glaube, dass ich jeden Tag den Computer anmache und online bin. Ich kann schnell Informationen finden. Das Internet macht es auch möglich. Das Internet macht es auch möglich, dass ich mit Leuten an ganz anderen Orten zusammenarbeite. Also noch einmal, für mich persönlich ist es sehr gut, dass es das Internet gibt. Ich glaube, dass ich jeden Tag den Computer anmache und dass ich jeden Tag online bin. Ich kann schnell Informationen finden. Das Internet macht es auch möglich. Ja, das Internet, das possible. Das Internet macht es auch möglich, dass ich mit Leuten an ganz anderen Orten zusammenarbeite. Wir telefonieren auch über das Internet. Aber es gibt auch Probleme. Jugendliche stellen zu viel private Informationen ins Netz. Jugendliche, junge Leute stellen zu viel private Informationen ins Netz, in das Netz. Ja? Sie müssen vorsichtiger sein, vorsichtig, careful. Vorsichtiger, am vorsichtigsten, ja? Vorsichtig, foresighted, sight, foresighted. But also in German, not just foresighted, but careful, ja?
Sie müssen vorsichtiger sein und ich finde es schade, dass die Leute so viel Zeit im Internet verbringen. Zeit verbringen, to spend time, Zeit verbringen. Ich finde es schade, dass die Leute so viel Zeit im Internet verbringen. Das sagt Stephen Ammann und er ist 34 Jahre alt. Und dann haben wir auch eine andere Meinung, die von Katrin Hofer. Katrin Hofer ist jünger als Stephen Ammann. Ja? Katrin Hofer ist jünger als Stephen Ammann. Sie ist 23 Jahre alt, also ist sie 11 Jahre jünger als Stephen. Und Katrin meint, mein Computer ist fast immer an. Mein Computer ist fast immer an. Ich finde es total gut, dass ich im Internet immer einkaufen kann. Ich finde es total gut, dass ich im Internet einkaufen kann, immer. Am Tag oder auch in der Nacht. Das geht einfach und schnell und ist billig. Ja? Einkaufen im Internet zu jeder Zeit, Tag oder Nacht. Ist einfach, ist schnell und ist billig. Und ich meine, dass man oft wirklich gute Dinge finden kann. Ja? Ich finde es total gut, dass ich im Internet immer einkaufen kann, am Tag oder auch in der Nacht. Das geht einfach und schnell und ist billig. Und ich meine, dass man oft wirklich gute Dinge finden kann. Ich habe auch über Facebook und E-Mails immer Kontakt zu meinen Freunden. Ja, ich bin 24 Stunden im Kontakt mit meinen Freunden. Ich bin 24/7 online. Ja? Manche Leute reden von den Gefahren im Internet. Manche Leute reden von, sprechen von. Manche Leute sagen, das Internet ist gefährlich. Das bedeutet, manche Leute sprechen von oder reden von den Gefahren im Internet. Aber es gibt doch überall Kriminelle im Internet. Es gibt Gefahr auch auf der Straße, in der S-Bahn, im Metro, überall. Es gibt doch überall Kriminelle, nicht nur im Internet. Wichtig ist, dass man ein bisschen aufpasst, dass man ein bisschen aufpassen, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, dass man ein bisschen aufpasst und nicht nur im Internet. Man muss auch auf der Straße aufpassen oder, was weiß ich, in der Straßenbahn etc. Okay, also haben wir zwei Meinungen hier. Einmal ist Stephen Ammann, der ist 34 Jahre alt und er meint, Jugendliche stellen zu viel private Informationen ins Netz. Sie müssen vorsichtiger sein. Aber Katrin Hofer, sie meint, aber es gibt doch überall Kriminelle. Wichtig ist, dass man ein bisschen aufpasst. Aufpassen. Passen Sie auf. Look out oder pass auf. Pass auf. Gut aufpassen. Aufpassen plus gut aufpassen is to be careful, to look out, to be careful. Ja? Ja, suchen Sie Sätze mit das im 7a. Das heißt, wir haben hier das und dann Verb am Ende, dass es das Internet gibt. Es gibt das Internet, aber dass es das Internet gibt. Dann haben wir, ich glaube, dass ich jeden Tag den Computer anmache und online bin. Nicht und bin online, sondern und online bin. Das Internet macht es auch möglich, dass
ich mit Leuten an ganz anderen Orten zusammenarbeite. Ja, also the internet makes it also possible, möglich, that I work together with people at completely different places. Okay, that is our sentence. Und dann haben wir, und ich finde es schade, dass die Leute so viel Zeit im Internet verbringen. Ja, markieren Sie das und das Verb. Wir haben das markiert und wir sehen, dass in diesen Sätzen mit das ist das Verb am Ende. Zum Beispiel auch bei Katrin Hofer, ich finde es total gut, dass ich im Internet immer einkaufen kann. Ich kann im Internet immer einkaufen, aber dass ich im Internet immer einkaufen kann. Am Tag oder auch in der Nacht. Und ich meine, dass man oft wirklich gute Dinge finden kann. Man kann oft wirklich gute Dinge finden. Ich meine, dass man oft wirklich gute Dinge findet. So, when we have a clause with that, I think it's very simple what the das is. The das is a that clause. I feel that, I think that, I find it good that, so and so is this and this is like this, etc. The only thing we have to absolutely not forget is the comma, which comes before the clause with das, and the conjugated verb goes to the end. Okay, that's what it is. The conjugated verb goes to the end. If we have, for example, separable verbs like aufpassen. Okay. Then if you look at or zusammenarbeiten, then the normal sentence with zusammenarbeiten would be meine Kollegen und ich wir arbeiten über viel zusammen. Arbeiten viel zusammen. Okay, we have normal separable verb, we have split arbeiten and zusammen. But if we look at the example in the text, der Text sagt, das Internet macht es auch möglich, dass, und dann haben wir hier, dass ich mit Leuten an ganz anderen Orten zusammenarbeite. So we'll just cut out this an ganz anderen, dass ich mit Leuten
an ganz anderen, Verzeihung, anderen Orten. And now what we have is zusammenarbeite has come together. Zusammenarbeite. Yeah. So, clauses with das, conjugated verb goes to the end. Das clause is preceded by a comma, and if we have a separable verb, then the separable verb, the prefix and the verb come back together. It will stay conjugated if it has to, but the prefix and the verb will come together. Okay, that's the basic thing about Nebensatz mit das oder dass-Sätze. Dann kommen wir zum als letztes für heute kommen wir zu der Aufgabe 7c. Wer sagt das? Schreiben Sie dass-Sätze in den Kasten. Ja? Also es gibt, wir haben die zwei Texte gelesen, die Meinung von Steven und die Meinung von Katrin. Und jetzt, wer sagt was? Einkaufen im Internet ist oft billiger. Einkaufen im Internet ist oft billiger. Wer sagt das? Ja, Katrin Hofer ist froh. Katrin Hofer ist froh. Sie freut sich, sie ist froh, dass Einkaufen im Internet, das Einkaufen im Internet oft billiger und am Ende, also oft billiger ist. Das konjugierte Verb kommt am Ende. Ja? Katrin Hofer ist froh, dass Einkaufen im Internet oft billiger ist. Die Kollegen rufen über das Internet an. Wer sagt das? Ja, von der Arbeit spricht Steven Ammann. Er sagt, er findet es gut, dass die Kollegen, also wir nehmen das Subjekt zunächst mal und dann über das Internet anrufen, kommt wieder zusammen, anrufen. Ja? Er findet es gut, dass die Kollegen über das Internet anrufen. Man kann gemeinsam an Projekten arbeiten. Man kann gemeinsam an Projekten arbeiten. Das sagt Steven Ammann, sagt, das ist Konnektor, dass man gemeinsam an Projekten arbeiten kann. Kann ist jetzt versetzt worden ans Ende von dem Satz. Okay. Und nicht nur im Internet muss man aufpassen, das sagt Katrin Hofer. Sie sagt, dass Subjekt Mann, ja, dass man aufpassen muss. Unser Verb ist aufpassen müssen, also aufpassen muss am Ende. Und was bleibt jetzt übrig? Dass man nicht nur im Internet, dass man nicht nur im Internet aufpassen muss. Ja? So bilden wir dass-Sätze. So bilden wir dass-Sätze. Das ist der Konnektor. Vor dem Konnektor kommt ein Komma und dann konjugiertes Verb am Ende. Wenn wir ein trennbares Verb haben, dann kommen die Vorsilbe und das Verb am Ende
wieder zusammen. Ja? Okay. Where can we use dass-Sätze? If you go to the next exercise, also gehen Sie zu der nächsten Aufgabe auf Seite 32 im Kursbuch. Da finden Sie die Aufgabe 8. Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre Meinung? What is your opinion? Die Meinung. Was meinst du? Was meinen Sie? Was ist Ihre Meinung? Sprechen Sie in Gruppen, aber wir können in so einem Kontext dass-Sätze gut benutzen. Zum Beispiel, ich glaube, ich denke, ich finde, ich meine, dass. I believe, I think, I find that this is good, this is bad. Ich meine, I think again. In German you say ich meine, but in English, well, I mean that, not exactly mean, yeah, and definitely don't say I opine that, that's horrible. So, ich glaube, denke, finde, meine. Ich finde es gut. Ich finde es wichtig. Ich finde es interessant, dass. Ich finde es interessant, dass Sie als Millennials gar nicht zur Bank gehen. Ja? Zum Beispiel, ich finde es interessant, dass, oder gar nicht zur Bank gehen müssen. Ich bin sicher, I'm certain. Ich bin froh, I'm happy. Ich bin glücklich, I'm happy that. Ich bin froh, dass. Ich bin glücklich, dass. Es ist gut, schlecht, dass. It's good that. It's not so good that this has happened. Ja, es ist. Ja. Sie können dann selbst mit dieser Aufgabe dass-Sätze üben. Sie können selbst mit Aufgabe 8 die dass-Sätze üben. Zum Beispiel sprechen Sie über das Internet, sagen Sie, ist das nützlich, wichtig, was ist wichtig, was finden Sie gut, was finden Sie nicht gut, oder ja, spielen, gefährlich sein, überall online sein etc. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, mit denen Sie Sätze bilden können. Ja? Versuchen Sie neue Sätze zu bilden. Versuchen Sie, wir kommen damit zurück zu unserem Anfang. Ja, wir versuchen den Komparativ und Superlativ zu lernen und wir beenden unsere Stunde mit dem Satz: Versuchen Sie, viele neue dass-Sätze zu bauen oder zu bilden, zu machen. Versuchen Sie, viele neue dass-Sätze zu bauen. Ja? Und machen Sie bitte die Aufgabe 8 als Hausaufgabe. Wir machen mit der Lektion 3 morgen vielleicht weiter und wir möchten morgen die Lektion 3 zu Ende führen und mit Lektion 4 beginnen. Wir möchten morgen die Lektion 3 zu Ende führen und mit Lektion 4 anfangen. Alles klar? Vielen Dank und auf Wiedersehen.